Wir sind wieder in Italien unterwegs. Ich habe diesmal die Allmann-Schlappen ausgepackt, weil wir probieren heute mal Wetwading aus. Also quasi komplett ohne Warthose, einfach nur hier in Bademontur. Es geht wieder an die Saka. Meiner Meinung nach geilstes Gewässer überhaupt. Komplett vielseitig. Man kann wirklich von irgendwelchen Gebirgsbächen bis zum Gardasee, fettes Gewässer, einmal alles durchfischen. Draußen hat es 35 Grad, also wir werden heute komplett eingehen in der Hitze. Schauen wir mal, was so beißt. Verbot für den Ausweichverkehr. Autofahrer dürfen die Autobahn nicht verlassen, um über die Landstraßen einen Stau auszuweichen. Mit dem Ergebnis sei man zufrieden. So ist das auf alle Fälle Erfolg, weniger Verkehr und einfach bei seinem Risiko. DB12 Passing. Raus aus dem Fort Knox. Also Fort Knox, rein in den VW-Bus. Back in Italy. Jetzt uns die Rolle komplett abspulen. Schauen die Schnur einmal an und machen sie auf die neue Rolle drauf. Weil ich die kaputt gemacht habe. Ja. Das Alu ist doch immer ziemlich instabil, vor allem wenn man sie fallen lässt. Schau, bei mir ist das Gelbe vorne. Ah ja, stimmt. Das ist bei dir falsch drauf gemacht. Running Line Head. Coile Head. Ja. Das ist aber das hintere Stück, was du in der Hand hast. Dann war es echt falsch drauf. Lol. Ich schwör, es war falsch schon drauf, Bro. Nein, ich weiß es nicht. Das war jetzt richtig scheiße zum Werfen gewesen. Das ist der Grund, warum ich so schlecht geworfen habe. Rudi Heger, wenn du das hier siehst. Kein Scheiß, Simon. Du hast mir mein Explorer-Set falsch rum aufgespult. Warum soll ich dir das sagen? Das ist übel. Ich fand's auch mit deiner weird zu werfen. Das ist übel. Okay, also jetzt nochmal zusammengefasst. Wir sind gerade dabei, eine alte Spule, die hier einmal gebrochen ist, die Schnur abzumachen. Und hier auf die neue Spule ist genau die gleiche, einfach diese Rudi Heger Starter-Set-Spule wieder drauf zu spulen. Und jetzt haben wir die alte abgespult und haben einfach gesehen, also ich habe das damals einfach als so Amateur-Anfänger-Set gekauft. Und jetzt haben wir einfach gesehen, dass die Schnur verkehrt rum drauf gespult war. Also quasi das dicke Ende war unten am Backing verknotet und das dünne Ende, ja, war das Ende, wo man Lieder auch dran macht, Tippet dran macht. Wild. Wie kann das passieren? Aber klar, das überprüft man natürlich nicht. Ja, und ich check das natürlich als Anfänger auch nicht, weil für mich ist Werfen immer irgendwie neu. So. Und wahrscheinlich macht es auch nicht so den crazy Unterschied. Boah, ich weiß nicht, wenn du lang wirst, also klar, wenn du jetzt nur die ersten 10 Meter draußen hast, dann ist was anderes, aber wenn du jetzt 15 Meter draußen hast und dann ist quasi das letzte Stück leichter, wie das, was quasi nah an deiner Route ist, Ja. das glaube ich dann schon. Ja.
nicht ganz einfach zum Werfen. Also in der Mitte wird die auch noch ein bisschen dicker. Das ist auch 1:1, das ist 1:1 die gleiche Schnur. Schau das an. Ja. Ja, also jetzt sieht man es eigentlich richtig gut. Das gelbe Ende, also das dickere, müsste ja eigentlich auch das Schnurende sein. Und das war aber in unserem Fall am Backing verknotet, also innen in der Spule. Das heißt, es war genau verkehrt rum hingeknotet. Krass. Also wenn das wirklich stimmt, dann ist es schon ein bisschen schwach von hier Traun River, Leute. Statement bitte, wieso das passiert. Bei einer Fliegenfischschnur ist die dickere Seite am Anfang der Schnur, also dort, wo sie später an der Fliegenrute befestigt wird, nicht am Ende auf der Rolle. Warum? Die Fliegenschnur ist vorne dicker, damit sie genügend Gewicht hat, um beim Werfen die Energie auf die Fliege zu übertragen. Dickere Seite. Der hintere Teil, Running Line, ist dünner, damit sie leichter durch die Ringe gleitet und weniger Reibung hat. Kurz erklärt, wenn du die Schnur von der Spule, Herstellerverpackung, auf deine Rolle wickelst, kommt zuerst das dünne Ende auf die Rolle Backend und zuletzt das dicke Ende. Das ist dann außen auf der Rolle und direkt an der Rute. Ein häufiger Fehler ist, die Schnur verkehrt herum aufzuspulen. Dann wirft sie sich furchtbar. Meist ist das vordere dicke Ende bei neuen Schnüren mit einem kleinen Aufkleber oder Aufdruck wie Front oder Tipp markiert. Da holt man sich extra, um nichts falsch zu machen. Die wollen einen ärgern, glaube ich. So ein komplettes Anfänger-Setup. Und dann ist die Schnur falsch schon drauf. Und man kann aber nicht gescheit werfen. Das ist eigentlich das Einzige, was man selber hätte machen müssen, wenn man sich eine Fliegenroute holt. Ja, dass die fair. Schnur drauf macht. Fair. Das ist crazy. Ja. Dann ist ein bisschen weicher, Meine gell? ist in der Mitte. Nein, meine ist in der Mitte. Deine ist vorne ziemlich weich. Das ist wieder eigentlich italienisch machen. Mach mal. Ciao ragazzi. Ciao. Oh, ich komme kein Italienisch. Ich. Grazie. So. Immer schön einschmieren. Oh, perfekt, die ist schon komplett ausgelaufen. Und die Wadeln sind wichtig. Wadel, stimmt. Ja, es hat heute einfach 35 Grad. 10 Minuten aus dem Auto raus und schon am Ölen. Ja, das ist crazy. Deswegen immer schön mit der 30er einschmieren. Mit der 30. Wir haben nur eine 30er. Ja, keine 50, die ist Scam. Mann, noch eingeschmiert. Hast du deine Haare eigentlich auch eingeschmiert? Ja. Gut, Geil. oder? Sieht gut aus. Hast du mein Handy jetzt? Dein Handy habe ich. Sushi habe ich. Let's go. Wie so Dad. Was ist das heutige Setup? Das heutige Setup. Einmal Trockenfliege und einmal Nymphe. Mit schwerem Kopf, weil es ist immer ziemlich viel Strömung hier in der Sake und die muss runter. Jawohl. Ich muss sagen, Sandalen schon irgendwie ein geiles Erlebnis. Kann man sagen, was man will. Also ich fühle meinen Turn schon auch wohl. Sandalen auch wirklich kriegen zu viel Hate. Sehen zwar übelst scheiße aus, aber ich fühle mich so frei wie noch nie. Fast wie FKK. Bei solchen Bergbächen muss man auch mal gucken wegen Sturzfluten. Wenn es irgendwie einen Tag davor geregnet hat oder ein paar Stunden, dann kann es sein, dass quasi das Wasser erst verzögert runterkommt. Und das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Stay safe out there, guys. Ja, wir gehen jetzt runter und unten biegen wir links ab. Und da waren wir letztes Mal schon und da ging es echt gut. Wir sind auch unten mal rechts gegangen, da wurde es aber dann ziemlich enger Canyon und eigentlich unbefischbar. Vielleicht kann man mal in einem anderen
an einem anderen Wochenende mal versuchen, mit einem Boot oder Stand-Up-Paddle die Schlucht ein bisschen reinzurudern. Und vielleicht es da mal probieren. Aber heute gehen wir nach links und hoffentlich beißt was. Abonniert den Kanal, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir da mit dem Stand-Up-Paddle reinpaddeln. Das habe ich mir bei dem anderen Spot nämlich auch gedacht. Das ist so oft hier, weil wir haben so steile Schluchten und die enden meistens in einem Canyon. Und die Stellen sind halt meistens unbefischt, weil natürlich niemand auf die Idee kommt, außer wir, mal in so einen Canyon reinzupaddeln mit der Route. Wir könnten uns auch mal irgendwo abseilen. Ja. Das wäre auch wild. Nee, dass man auch wirklich merkt, die Spots, wo man leicht mit dem Auto hinfahren kann und die wo leicht zugänglich sind, da ist meistens schon ein bisschen mehr befischt und natürlich sind auch dann weniger Fische im Wasser oder die sind halt spookier. Und hier, denke ich mal, kommt man nicht so leicht hin und deswegen wird's gut. Sich zeigen. Ich bin guter Dinge. Ich bin echt gespannt, was du sagst zu dem Spot. Ja, ich bin auch gespannt. Es ist, muss man dazu sagen, aktuell ein bisschen Hochwasser, also nicht wild, aber ein bisschen erhöhter Wasserstand. Das könnte es auf jeden Fall schwieriger machen. Wer weiß, vielleicht spielt es uns aber auch in die Karten. Wenn es ein bisschen trüber ist, muss man nicht ganz so aufpassen, dass man die Fische nicht so spookt. Wieso hast du 2 Angeln? Ja, damit ich schneller switchen kann. Also wir haben noch ein bisschen Marsch vor uns. Wir wollen nach Andokno. 1 Stunde 40. Aber das wird schon. Nicht Spaß. Digga, du hattest mich kurz. Wo sind wir jetzt? Die Strecke heißt A2 und wenn man Tickets kaufen will, hat die Region Trentino so eine Webseite. Die heißt, glaube ich, sogar Trentino Fishing. Und auf der kann man dann für verschiedene Bereiche in der Region Trentino, Karten kaufen. Und unter anderem eben für die Alto Sake. Und das ist quasi ein Teil von der Alto Sake sind wir gerade. Der Abschnitt A2. Und ihr müsst mal schauen, auf der Website gibt es auch eine Möglichkeit, sich so eine 3-Tageskarte oder ich glaube sogar 5-Tageskarte zu holen. Ja. Da spart ihr auch nochmal gut was. Da glaube ich, kostet dann die Tageskarte für die meisten Gebiete 18 Euro. 18 Euro. Das ist wirklich voll okay. Ich bin auch gespannt, wie er aussieht. Ich war hier auch noch nie. Frup war hier schon, wird mich heute ein bisschen guiden. Bisher sage er jedes Mal geil, also hat mich noch nie enttäuscht. Klar war es schon ein paar Mal auch ein bisschen schwieriger, aber es ist immer eine geile Fischerei. Wo du letztes Mal hier warst, ging da irgendwas? Ja, also die Bedingungen waren natürlich auch gut. Es war ziemlich wenig Wasser und wir haben tatsächlich eine Hybrid gefangen. Das ist quasi eine Mischung aus Bachforelle und Marmorata. Was ist Marmorata nochmal? Eine Salmonidenart. Die gibt es nicht überall. Die gibt es hauptsächlich in, ich glaube, Italien und das sind diese ganz hellen, genau, mit den schwarzen, diesen Kreisen. Ja, die haben so marmorierte. Ja. marmoriert, also eher so tigerartig eigentlich. Ach geil. Ja. Und die können wir hier auch catchen. Können wir auch catchen, wenn wir Boah, Glück das wäre haben. geisteskrank. Wenn wir so eine catchen, die sind ja glaube ich übelst selten, gell? Ich habe letztes Mal auch eine gefangen, aber es war eine Hybrid. Eben eine Mischung aus Marmorata und Bachforelle. Die haben dann auch diese Tigermusterung, aber halt auch eben noch diese typischen roten Punkte. Ja, so eine wäre halt auch schön. Also wäre schön, wenn wir irgendwas fangen, aber wäre auch schön, wenn wir so eine erwischen. So, genug gelabert. Ich hab Bock. Hype-Bock, Angriff. Ich hab dir gesagt, der Weg ist nicht ganz legit. Ich hoffe, ich rutsche jetzt aus und breche so beide Routen in der Mitte durch. Das ist ja übelst geil. Ich glaube, ich würde einfach die Routen hochschmeißen und schauen, dass ich bin gespannt, wie du das mit deinen Schlappen machst. Hä, wie? Den Schlappen ist perfekt. Easy money. So viel Dreck im Schuh, Alter, ist jetzt schon nervig. Wirklich dieser Spaß im Sand unten. Du kannst dir ja vorstellen, wie das mit Marco war. Shoutout Marco. Ja, wir sind da. Oha. Ich weiß nicht, ob man es on cam schon sieht. Schon der erste potenzielle Spot. Schauen, dass wir nicht gleich alles verscheuchen.
erste Pool schaut schon mal übelst geil aus, Mann. Man sieht auf jeden Fall ziemlich viel Blätter im Wasser. Deswegen glaube ich, Trockenfliege heute nicht die Strategie. Ich cast gleich mal, oder? Ja, let's go. Versuch vorne irgendwie ein bisschen da in die Strömung reinzuwerfen und die Strömungskante abtreiben zu lassen und vielleicht hier hinten hinter den Stein hockt vielleicht was. Petri, hi. Vielen Dank. Versuche erstmal von ein bisschen weiter hinten vorzuwerfen und dann arbeiten wir es nach vorne. Wir haben gerade direkt eine gesehen, ungefähr hier. Schauen wir mal. Sehr erwischt. Ja, hab ich! Nein! Nein! Fuck! Ich hab's gesehen. Die ist halt da in die Strömung rein. Ah! Ah Mann! Geil! Die war dick. Aber die ist halt da in das Tiefe rein und dann war die Strömung zu krass. Ja! Sehr schön. Nein! Nein! Shit! Ah! Scheiße, Mann. Junge, es ist hier tricky gewesen. Mitten in der Strömung. Oh, schade. Fuck! Halbe Stunde, 2 Bisse. Aber diesmal grün, gell? Vorher war es die schwarze. Ja, der ist es. Jetzt. Neuer Spot, neues Glück. So, 100 Würfe später. Ich hatte leider noch kein Glück. Froop hat schon 2 Bisse gehabt. Wir gehen jetzt da noch mal ein bisschen Bach hoch, einfach 10, 15 Minuten flussaufwärts. Da kommen noch mal ein paar richtig schöne Pools. Und vielleicht habe ich dann auch noch mal Glück. Wir machen jetzt mal was Größeres dran. Wir hatten jetzt gerade eine Attacke von einem größeren und machen ziemlich schweren jetzt dran, weil da ist doch ziemlich tief und viel Strömung. Und vielleicht wird es jetzt was. Große Fische, große Köder. Alter, was war das? Keine Ahnung, das war aber insane. Holy shit. Da ist gerade einfach beim Einziehen, also Froop wollte schon
Flieger aus dem Wasser heben, ist noch eine Forelle nachgesprungen. Brandneuer Spot, schauen wir mal. Du hängst. Nice. Geil. Jawohl. Kampf. Da ist er, der erste im Kescher. Oh, Jetzt geht's auf. der war wichtig. Aber wild, gell? Du musst immer um die Steine rumklettern dann. Alter, der ist sofort da unten rein. Ja. Krass. Holy shit. Der hat mich komplett hergedribbelt. Die Sandalen haben abgeliefert. So, eine schöne kleine Bachforelle. Gerade noch auf die Nymphe gebissen, ziemlich tief, fast am Grund. Sehr schöner Fisch. Darf gleich wieder zurück. In den Abendstunden geht dann doch immer was. Geil. Geil. Let's go. Ja! Juhu. Marmorata, Nice. Marmorata. Echt jetzt? Ja, Jetzt mal. oder? Na, Hybrid, glaube ich. Tschüss! Tschüss. Let's go! Ist das eine Marmorata? Ah, es ist ein Hybrid. Hybrid? Oh, süß! Let's go! Geiler Scheiß. Oh. Er ist eh schon intakt. So, jetzt habe ich nochmal Glück gehabt. Eine wunderschöne Hybrid-Marmorata. Mit so einer coolen rot-schwarzen Färbung. Ein wunderschöner Fisch. Habe ich noch nie gefangen bisher. Richtig schön. Die muss man wieder zurücklassen. Deswegen lasse ich die jetzt gar nicht so lange aus dem Wasser und tue sie gleich wieder zurück. Vielen Dank. Und gleich rein unter den Stein. Jetzt fängt Flug hoffentlich auch noch was. Nachdem er schon 2 Fehlbisse hatte. Folgendes Problem, ich glaube jeder Angler kennt es. Wir sind jetzt hier noch am Spot, müssen ewig weit noch zurücklaufen und nochmal durchs Wasser queren. Aber es ist halt einfach schon komplett dunkel. Wir haben kein Licht dabei und Flug hat noch nichts gefangen. Bedeutet, er will jetzt safe noch 1000-mal werfen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Cam erkennt, aber es ist schon so arschdunkel. Der Flug gibt nicht auf. 20:39 Uhr. Stockdunkel. Fruby gibt nicht auf. Wir müssen noch ewig dahinter latschen. Und noch einmal komplett durch den Fluss warten. Wir haben kein Licht dabei, nichts mehr zu essen. Und Fruby will nicht aufhören, weil er noch nichts gefangen hat. Deswegen lasse ich ihn jetzt noch 5-mal werfen und dann müssen wir reinhauen. Es wäre jetzt natürlich schon geil, wenn jetzt noch was geht.
Andererseits müssen wir echt los. So, Status-Update. Flug ist irgendwo da vorne im Busch. Ich habe ihm gerade gesagt, dass wir los müssen. Und dann sind wir nochmal weitergegangen. Ich gehe mal zu ihm und nehme euch mit. ISO 4000. Ich mache euch mal auf normale ISO, dass ihr seht, wie dunkel es ist. So dunkel. So, Tag 1 over. Wir gehen jetzt wieder zurück. Da müssen wir noch ungefähr 3/4 Stunde hinterhiken. Ja, Mann, das wird noch ein Hike. Ist jetzt schon Scheiße. fast pitch black. Packen jetzt die Cam in den Rucksack und dann sehen wir uns morgen wieder. Peace. Ciao, ciao. Status-Update. Wir haben es zum Auto geschafft. Komplett wrecked, Alter. Komplett durch jetzt, ja. Also ich glaube, die 45 Minuten von vorher haben auf jeden Fall gestimmt, oder? Und wir sind fast gesprintet. Wir hatten einfach kein fucking Licht. Und ich hatte so scheiß Sandalen an. Ich hab gar keinen Halt gehabt. Die ganze Zeit einfach nur halb ausgerutscht. Aber trotzdem irgendwie witzig. Oh Mann. Macht es nicht nach, kann ich nicht empfehlen. Aufbruch lohnt immer. Vor allem früher Aufbruch. Aufbruch lohnt immer, Zitat Harald Müller. Nice, Mann, let's go. Let's go. 22:10 Uhr, wir sind jetzt auch mal in der Wohnung. Wir haben uns jetzt noch schnell eine Pizza geholt, beziehungsweise 3 Pizzen geholt. Die werden jetzt noch zerfetzt und dann pennen. Wir sind übelst fertig. Wieder übelst Bock gemacht, war richtig geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Nein.